Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute von uns das H-Series Ultralight Chassis von Hera. Die H-Serie von Hera ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt und hat sich auch relativ gut etabliert. Bei der H-Serie sprechen wir hier von einem Hybrid-Chassis, das aus Kunststoff und Aluminium gefertigt ist, wie ihr hier am Tisch und natürlich auch am Rack sehen könnt. Wenn ihr euch ein H-Serien-Chassis kauft, kommt das direkt so zu euch nach Hause. Ihr habt hier eine Hybridbauweise aus Kunststoff Hinterschaft und Aluminium Vorderschaft. Das Ganze hier ist aus einem Stück Alu gefertigt und hat dementsprechend auch M-Lock-Interface auf der Unterseite. Das Ganze ist miteinander verschraubt mit einem innenliegenden Alublock. Also auch das System, das ihr hier verbaut, ob das jetzt Remington, Bergara oder Hover ist, wird hier direkt auf den Alublock aufgeschraubt und damit verbunden. Das heißt, ihr müsst hier nichts betten oder irgendwas in der Richtung. Ihr habt direkt eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Drehmoment, das ihr für eure Systemschrauben braucht. Die H-Serie wurde nicht nur für Remington, Bergara oder Hover produziert, sondern auch für die allseits beliebte 1022 von Ruger. Und das seht ihr hier in der H22-Version des H7 Chassis. Im Prinzip dieselbe Ausführung wie beim H7 hat das H22 auch eine Hybridbauweise mit dem Alu-Vorderschaft und dem Kunststoff-Hinterschaft. Wir sehen hier die Ausführung mit der Klappschaft-Variante, die Hera auch mit anbietet, wo ihr praktisch eure X bzw. die 1022 in eine wesentlich kürzere Bauform bringen könnt, um sie in euer Futteral oder Waffenkoffer besser transportieren zu können. Was natürlich auch jagdlich eine clevere Geschichte ist. Das Ganze gibt es auch für die H7-Varianten, sprich für die Bergara, Remington und Hover-Varianten der Chassis, was jetzt demnächst von Hera auch zum Nachrüsten angeboten wird. In der Standardausführung des H7 Chassis kommt das Ganze mit passenden Spacern, die ihr austauschen könnt, um eure LOP bzw. die Length of Pull zu variieren. Dann habt ihr hier, wie ihr bei der Oliven-Version seht, Abdeckklappen, die einfach in den Hinterschaft eingeklickt werden, oder wer das Ganze ein bisschen aufgelockerter haben will, mit ausgebauten Abdeckungen. Standardmäßig bei eurem H7-Chassis ist ein Magazin enthalten. Das Magazin hat die Standard ICS-Größe, das heißt alles, was der Markt an der gleichen Größe ausspuckt wie Accuracy, Magpul, ICS, passt auch in den H7-Schaft. Hier habt ihr natürlich schon eins von Hera mit dabei, das 5 Schuss aufnehmen kann, und ihr könnt praktisch sozusagen direkt loslegen. Das war es im Allgemeinen über die H-Serie von Hera. Jetzt, was neu auf den Markt kommt, ist das H-Series Ultralight Chassis bzw. der Vorderschaft. Und ihr seht schon, hier wurde massiv an Material gespart bzw. viel gefräst. Ihr seht schon die großen Öffnungen. Neu dazugekommen ist, zeige ich euch hier. Und zwar haben wir auf der Unterseite eine R-Lock-Schiene, was praktisch kompatibel mit der 38 mm Fotoschiene oder der sogenannten Arca-Rail ist. Die R-Lock-Schiene ist hier kein Zubehörteil, sondern ist direkt an den Vorderschaft eingearbeitet. Das heißt, ihr habt hier keinen
zusätzliches Bauteil, das irgendwie verbaut werden muss oder zugekauft werden muss, sondern hier ist direkt aus dem Vollen diese 38 mm Schiene rausgefräst und ihr könnt praktisch direkt mit dem Ultralight Vorderschaft in jede beliebige 38 mm Fotoklemme einrasten. Wie ihr hier bei unserem Setup seht, haben wir schon mal ein Zweibein verbaut mit einem Arca-Rail Adapter. Das bedeutet, ihr habt hier die Möglichkeit, das Zweibein auf der Schiene komplett von hinten bis vorne an die jeweilige Position, wie ihr es gerade braucht, zu schieben. Habt ihr hier nur die Auflage oder im hinteren Bereich, ihr könnt es wirklich stufenlos verstellen. Ein weiteres Feature ist, die Waffe direkt vom Tripod zu schießen und das zeige ich euch gleich. Wir haben uns hier mal unser Tripod zur Seite gestellt und ich zeige euch kurz mal, was so die Besonderheit ist bei der A-Lok Rail, die hier am H-Chassis verbaut ist. Das heißt, ihr legt hier einfach ein, macht eure Klemme zu und seid komplett fix mit dem Tripod verbunden. Das heißt, ich kann das hier jetzt so stehen lassen oder auch natürlich in Anschlag gehen, suche mir meinen Fixpunkt, stelle das fest und es bleibt, wo es ist. Das heißt, repetieren, schießen, alles problemlos vom Tripod aus möglich. Hier nochmal der direkte Vergleich vom Standard H7 Vorderschaft zum Ultralight. Ihr seht schon, der Unterschied ist massiv und auch laut Hersteller haben wir hier einen Gewichtsunterschied von 33%, was immens ist, und man sieht auch hier, dass massiv Material abgetragen bzw. weggefräst wurde, um hier wirklich die optimale Gewichtsersparnis rauszuholen. Wenn ihr euch den Ultralight besorgt von Hera oder bei eurem Händler des Vertrauens, könnt ihr das problemlos zu Hause bewerkstelligen. Das heißt, ihr löst im Prinzip nur die 6 Schrauben bzw. 3 Schrauben auf jeder Seite eures Vorderschafts, zieht den ab und montiert den neuen Ultralight anstatt des Standard Vorderschafts. Ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, aber mit extrem großem Resultat. Unser Fazit zum H-Series Ultralight Chassis: auf jeden Fall ein sinnvolles Upgrade für euer bestehendes Chassis. Gibt es bei eurem Hera Arms Dealer des Vertrauens? Nutzt ihr bereits das H7 oder irgendein H-Series Chassis schon selbst? Gibt es Fragen zu dem System oder zu dem Chassis oder zum Umbau eures H7 oder H22 Systems? Dann schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke für die neuesten Videos, wenn sie kommen, und das war's von uns.